Willkommen bei der dritten Folge meines Let's Play zu Remains of Edith Finch. Wir befinden uns hier jetzt im Zimmer von Eddie. Die hat wohl ziemlich viele Vögel gehabt. Kommen wir nochmal durchs Fenster raus? Nein. Ja, wir haben eben die Geschichte von Molly abgeschlossen. Die wurde, so vermute ich, von einer Schlange gebissen und ist daran dann gestorben. War auf jeden Fall ziemlich crazy, weil die sich in Tiere verwandelt hat und ja. Also wenn ich das richtig deute, hat die sich selbst sogar gebissen, aber es ist verrückt auf jeden Fall. Schauen wir uns hier mal um. Da können wir. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. Maulwurfmann, der unter dem Haus lebt, ja. Okay. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. My friend Bigfoot. Edith zum Hicktrip. Ja, ziemlich viele Videos. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. Ah, die Insel wurde also vor einiger Zeit evakuiert. Bild 1937. Okay. Es wurde 37 gebaut. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Verstehe. Das ist übrigens der Erbauer des Hauses, Sven. Ein Hochzeitsbild. Zum Bauhelm. Ah, so ist Sven also gestorben. Sven war Norweger. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Gut gehalten. Her room was like a museum. Ja. Odin. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune. And misfortune. Ziemlich alte Familie. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johann. Nein, nicht Johann. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. Die sind geflohen, ja. Würde ich wahrscheinlich auch machen. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Das ist doch das Haus. Das haben wir doch auch schon gesehen. In diesem einen Zimmer an der Wand wurde das doch gemalt. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Okay, wie kommen wir zurück? Jetzt C drücken? Nein. Ah, so, okay, gut. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Ja, ziemlich alte Familie. Die Türen können wir nicht öffnen. Vielleicht gibt es hier noch was. Das könnte doch das Haus sein. Da ist.
Ja, wäre eventuell möglich. Diese Ecke hier, ja, das ist unser Haus. Halt ohne die Anbauten. Das Bild kann Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Ist das eine Baumrinde? Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Da sieht man, wann die geboren wurden, oder die Hände. Ah, ich glaube, die sind bei der Geburt immer gemacht worden. Das ist 93. Gas. Edith, Gregory. Von uns sind da kein, oder? Molly, nee, von uns sehe ich da. Von allen hat sie so die Hände. Hier noch was. Da ist eine Schlange. Bob. Nein, ich glaube, das war's hier in diesem Raum. Okay. Jetzt sind wir im Badezimmer angelangt. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. Ja, rosa It was a pretty big trace. ein rosafarbenes Badezimmer. Ein Stuhl in der Dusche. Oder Badewanne ist das ja. Tabletten. So aussieht, gibt es hier nichts, oder ich sehe es einfach nicht. Ah, da. Ein Schlüssel, ja. Können wir auch öffnen. There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Oh, ein weiterer Geheimgang. Oder Geheimraum. Nein, das Sven ist ein gave Gang. Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Alte Fotos. Wer ist das? Könnte das Calvin sein? Nee. Ein Selfie hat der gemacht. Toll. Hier ist sonst nix. Hier mal weiter. Milton war auch schon hier. Schieben wir den Stuhl mal weg. Und wir sind in Calvins Zimmer. Ja, typisches Jugendzimmer. Calvin und Sam. Calvin ist abgesperrt. Können wir da rüber? Nein. I knew Grandpa Sam had a twin. Ah, Zwillingsbrüder. And that he never talked about him. Geht's hoch? Aber wir gucken erstmal hier weiter. Ne, von hier kommen wir, da wollen wir nicht wieder hin.
Oh, ein Pokal. Football. Most Improved Player, ja. Bester Spieler. Nein, ich will da nicht rein. Ein weiterer Geheimgang. Ich will mich erst hier weiter umsehen. Gibt's doch gar nicht, dass ich so schnell hier durchkomme. Okay. Ist also nix. September 61. Gehen wir ins I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Der wollte wohl Raumfahrer werden. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Und spielen wir Calvin. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. Jetzt seinen Fuß gebrochen. Calvin! Dinner's ready! Coming! But that day, he finally made up his mind to do it. I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that. Calvin, I'm not gonna tell you again. Or maybe if the wind hadn't picked up. Then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. Ja, einmal rum. Und That's what I want to remember about my brother. Fast gegen den Baum. Fast. Es geht immer höher. Gleich haben wir es. Wir sind rum und nochmal rum. The day he made up his mind to fly. And he did. Oh, er ist da dann runtergefallen. So starb also Calvin. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Ich denke, das haben wir alle versucht, als wir jünger waren. Damit haben wir Mollys Geschichte, Odins wahrscheinlich, Edith sind ja wir und Calvins Geschichte schon abgeschlossen. Gut. Damit beenden wir dann auch diese Folge fürs Erste. Wie es weitergeht, seht ihr dann in der nächsten Folge. Bis dann.